Natürlich Karajan, das war, also wenn man mit dem spielen durfte oder konnte, oder das war schon die Erfüllung eines jungen Musikers damals, nicht? So, lieber Herr Schmiedl, ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mit uns über Karajan zu sprechen. Und wir haben ja jetzt im Vorfeld schon etwas gesprochen. Und es ist so wunderbar, wenn das so aus Ihnen heraussprudelt. Die Erinnerungen dürften ja noch recht frisch und präsent sein. Also wann haben Sie denn angefangen, bei den Wiener Philharmonikern zu spielen? Ich wurde engagiert 1965 Ja, und das war noch eine Zeit, ich glaube sogar, dass er dann in diesem noch an der Oper dirigiert hat, aber ich weiß zumindest, dass ich, bevor ich richtig engagiert wurde, ab 1. September 1965 wurde ich ins Orchester sozusagen berufen, ja, habe ich auch schon als Substitut ein paar Jahre vorher unter ihm zum Beispiel Bohème gespielt ja. in der Staatsoper. Und natürlich Karajan, das war, also wenn man mit dem spielen durfte oder konnte, oder das war schon die Erfüllung eines jungen Musikers damals, nicht? Können Sie sich an das erste Mal erinnern, wie er dann reingekommen ist und Sie haben ihn persönlich Nein, es ist gesehen? das erste Mal, muss ich sagen. Also ich bin mit meiner Mutter, die mich sehr in meiner musikalischen Ausbildung unterstützt hat. Mein Vater war schon Wiener Philharmoniker und erster Klarinettist und mein Großvater war es auch. Ja, Also ich bin schon in eine Familie hineingeboren, im Philharmonischen Kreis. Und sie war auch bei mir in meinen Konzerten. Und da hat es diesen berühmten Zyklus gegeben, Karajan-Zyklus im Musikverein. ja, Da waren 2 Konzerte mit den Wiener Philharmonikern und 2 Konzerte mit den Wiener Sinfonikern. ja, Das wäre heute fast kritisch, muss ich sagen, weil, mein Gott, das sind doch Konkurrenten, diese 2 Orchester in Wien, ja, die 2 großen Orchester. ja, Und da kann ich mich auch noch erinnern, da waren wir mal, und er hat mit den Wiener Philharmonikern, ich glaube, 7. Bruckner dirigiert, und ich war, naja, ich war vielleicht 16 oder 17, ja, habe aber schon klein ein bisschen studiert gehabt. Und da waren wir ganz vorne, da ist diese Absperrung im Musikverein, ja. wo der Dirigent also vom Podium kommt, bevor er in diesen Gang geht und in sein Künstlerzimmer. Und dort sind meine Mutter und ich gestanden und dort war ich ihm so nahe, wie wir jetzt sind. Also Ja. das ist, ich war ihm ganz nahe. Das war für mich ein Erlebnis. Also mit dem, der war damals ungefähr, ich kann es jetzt schlecht sagen, naja, Mitte 40 oder irgendetwas. Ja. Und, aber diese Aura, die er ausgestrahlt hat, jetzt interessant, muss ich sagen, gut, ich war aus dem musikalischen Topf auch, aber die Aura, die er ausgestrahlt hat, sogar auf einen Halbwüchsigen, ist ungeheuer gewesen. Also das war schon der Gott der Musik, des Dirigierens. Ich habe Ja. damals keine Ahnung gehabt, ob das gut war, was er dirigiert oder schlecht. Kann ich nicht beurteilen, konnte Ja. ich nicht beurteilen. Aber dort dabei zu sein, wenn dieser, später hat man das oft gesagt, Magier oder wie immer man das sagt, aber es war unverwechselbar damals. Also das war sicherlich, das wusste er auch nicht. Er wusste Ja. ja, was er ausstrahlt. Und nicht nur, dass er gut Musik macht, natürlich auch. Deswegen hat man ihm ja auch vertraut. Alles, was er gemacht hat, war eigentlich im hohen Niveau. Man hat ihm selten, hat man ihm gesagt, das ist jetzt, war kein gutes Konzert oder nicht. Es hat schon Sachen gegeben, die er vielleicht, die wer andere auch so gut hätte dirigiert oder anders vielleicht. Aber dass man sagt, ein richtiger Karajan verriss, ich habe das nicht erlebt. Ich habe das nie erlebt. Nicht? Ja. Das war schon, das war auch eben das Vertrauen des Musikpublikums, der Musiker zu, dass er, was er macht, macht er in seiner Art einzigartig und auch richtig. Es gibt ja andere Leute, die dann später das ähnlich gehabt haben. Ich möchte jetzt gar keine Lebenden nennen, weil das ist immer kritisch. Ja. Gibt es auch. Aber das war im Grunde auch bei Bernstein Ja. und das war im Grunde auch bei Anancourt. Ja. Der Anancourt hat geglaubt, dass, wie er sagt, so muss es sein. Ja. Und wenn es war konträr zu Karajan, absolut Ja, konträr. absolut, ja. Aber beide waren überzeugt, dass sie das Richtige tun. Und Nicht war das für eine sich spezielle Probenarbeit dann mit auch. so Nein, jemandem? aber mit Karajan, jetzt wenn ich ein bisschen springe, also sagen wir jetzt in die 70er, 80er Jahre, da haben wir dann in den 80er Jahren, haben wir doch eine Menge mit ihm gespielt. Ja. Ein bisschen ein Problem mit
Leiborchester, den Berliner Philharmoniker, Ja. die ihm ungeheuer viel zu verdanken haben, bitte, das muss man sagen. Ja. Und dann war er gekränkt, dass es halt, die Zeit war anders, weniger autoritär und die waren viele Junge, die gesagt haben, ja, ich meine schon, aber muss es immer nur so sein, wie er will? Und er war Ja. schon, da war schon ein Autokrat. Aber Es war auch Er ein hat- Grenzen austesten. ja, eben, aber er wahrscheinlich. hat dann schon bei vielen Dingen, wusste ja genau, was er will und hat auch oft 20 Takte sehr oft geprobt. Sehr oft. Also wirklich, ich kann mich an Streicherstellen erinnern, da hat er irgendwelche, in Boris zum Beispiel, Boris Godunov, Ja. hat er wirklich, ich meine, ich glaube, 25 Takte, 20 Minuten geprobt. Und dann ist aber passiert, dass womöglich, wie soll ich sagen, von der Partitur 10 Seiten wurde kaum geprobt, so ist man drüber gegangen. Aber er hat dann so gemeint, ich möchte das so haben und so soll es sein und ihr werdet es dann wissen, and so on, nicht? Und dann wird es so weitergehen. Also Ja. verstehen Sie, Ja. es war ihm wichtig, einmal zu zeigen und es wäre auch die Zeit nicht gewesen, in dieser Art, was er manchmal kleine Stellen probiert hat, das ganze Stück zu probieren. Da hätte man 17 Na, Proben das ist gebraucht. klar. Aber es hat dann schon geprägt. Man war dann schon, man war glücklich, dass auch jetzt aus einer Stelle, die vielleicht gar nicht so, ich möchte nicht sagen belanglos, aber nicht so wichtig ist, dass er das Beste herausgeholt hat. Und dann hat man es in anderen auch. Was nur das Problem oft dann war, ich kann mich erinnern, ich bin sehr jung als auf die erste Klarinette gewechselt. Ja. Ich war 26 und mein Gott, man kennt die Stücke dann irgendwie und das kann man studieren mit einer Partitur, aber es ist im Orchester sitzen, ist dann ganz anders. Ja. Und wenn ein Orchester, sagen wir jetzt, ein Stück, wie, ich sage jetzt wirklich, wie die 7. Bruckner, doch im Jahr ein paar Mal spielt und auf Reisen und jetzt kommst du dort hinein und jetzt sitzt du zum ersten Mal auf der ersten Stimme und spielst deine 7. Bruckner mit Karajan. Und dann kommt natürlich eines, ach schauen Sie, ja, also jetzt machen wir das und so. Ach, den zweiten Satz, das brauchen wir noch, brauchen Sie das? Also lächerlich. Das war so, nicht? Und dann kommt so, dann das Orchester ist froh, oft wenn nicht probiert wird, muss ich auch sagen. Ja. Und dann stehen Sie dort beim Konzert und spielen vielleicht, ich meine, von den 20 Seiten, die in der Stimme sind, haben Sie eine Seite überhaupt nicht probiert. Nicht? Und das ist das erste Mal in diesem Stück und das ist mit dem Karajan. Das hat auch Vorteile, natürlich, weil man mit einer ungeheuren Konzentration dort sitzt. Mit Ja. einem ungeheuren, dass man jetzt sagt, man hört alles, was da noch irgendwie ist. Nicht? Er hat dann schon auch einem die Einsätze gegeben. Er hat sich auch noch 2, 3 Mal ungeheuer sicher gefühlt. Nicht? Das war wunderbar. Er hat ja auch mit den verschlossenen Augen, Sie wissen, doch lange Zeit dirigiert. Ja. Aber und wenn er diese verschlossenen Augen, mir hat das im Grunde nicht gefallen. Man will ich will diesen Kontakt mit dem Dirigenten. Ja. Ich will das haben. Ich will, Ja. wenn ich mit dem spreche, ihm anschaue und nicht, dass das kommt. Also, aber er hat dann, wenn was gut war, hat es dann ein bisschen so geblinzelt und hat sofort wieder zugemacht. Da war Das ihm hat gesehen, natürlich ganz einen anderen Eindruck ja, dann nein, das hat hinterlassen. natürlich, man hat auch gewartet, dann wird er die Augen jetzt nur so ein bisschen zwinkern oder irgendetwas tun oder wird er es nicht tun. Ne? Also, und er hat schon ganz genau gewusst, wie es läuft und ob man das ausgezeichnet spielt oder ganz gut oder ob ihm das besonders gelingt. Das hat er viele Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Er hat immerhin die Berliner mit fantastischen Musikern dort auch gehabt, die Ja. gespielt haben. Sie haben ja jetzt auch erwähnt, die Berliner, das andere Spitzenorchester, das er ja auf Lebenszeit dirigiert hat. Und Sie wurden von ihm gefragt, ob Sie nicht auch bei den Berlinern gerne spielen würden. Na, gibt eben gewisse Abgänge, die dann ein Leck machen, wo man dann sagt, na was machen wir, jetzt haben wir nur einen, der sozusagen einen ersten Hornisten oder einen ersten Oboisten oder Klarinettisten, weil Ja. der zweite ist ausgefallen, aus welchem Grund auch immer. Und dann natürlich sucht ein Orchester und auch der Chefdirigent, nur wen könnten wir da jetzt nehmen auf die Japanreise? Oder wen machen für die nächsten 3 Konzerte in Berlin oder in Europa oder wo immer. Ja. Und der Karajan hat mich gekannt und ich meine, ich bin ja für Indox Fire gegangen, seitdem er mich sehr unterstützt hat, gleich als Anfänger, nicht? Wo er Ja. eigentlich auch, wenn ich mich einmal geirrt habe bei einer Probe, gesagt hat, das macht ja nichts, schauen Sie, wir haben alle einmal angefangen und es geht schon weiter. Und Ja. mein Herzblut war für ihn da, das war völlig klar. Und er hat mich auch gern gehabt, hat mich geschätzt und hat mich persönlich angerufen und gesagt, schauen Sie, Herr Schmiedl, könnten Sie nicht, also ich meine, ich regle Ihnen das mit dem Orchester in Wien und auch mit der Universität, das mache ich Ihnen schon. Ne? No, dann war ich plötzlich auf der Japanreise mit den Berlinern. Und das war natürlich für ihn, ich wusste, wie er dirigiert, ich wusste, was er will, ich wusste auch, was er nicht will. Ja. Und das ist natürlich, wenn Sie jetzt irgendwem nehmen,
Da hat es auch deutsche Klarinettisten der ersten Klasse gegeben, vielleicht aus Hamburg oder aus München, die dann gesagt haben, wo er dann gesagt hat, Herr Schmiedl, ich bitte Sie, spielen Sie mich, ich küsse Ihnen alle Hände. Das war sein Ausspruch. Da wissen Sie, sonst muss ich wieder den von dort nehmen. Na, der spielt wunderbar, aber er weiß nicht, was ich will. Das war schön. Und das wusste ich. Und dadurch habe ich habe fast eine Saison gleichzeitig gespielt. Nicht? Ich habe mir das in Wien so eingeteilt, dass ich konnte einmal im Monat vielleicht auf eine Woche frei sein. Ja. Habe halt keine Kammermusikreise gemacht oder sowas und bin dann nach Berlin zu einer Produktion. Und dann habe ich wieder in Wien gespielt. Aber das ist so weit gegangen, dass ich einmal bei den Salzburger Osterfestspielen, wo er ja Chef war, eine Produktion hatte mit Fliegenden Holländer, hat er mich eingeladen. Ja. Und dann ist es ja so, die Berliner sind ein fantastisches Konzertorchester. Und die spielen, wenn ich jetzt sage, genauso wie wir, also wie die Wiener Philharmoniker oder manches besser oder schlechter, wie immer auch. Aber, aber natürlich bei der Oper sind sie uns ein bisschen hinten, das muss man verstehen. Ja. Weil wir spielen, sagen wir jetzt, Fliegenden Holländer oder Walküre, das spielen wir 10-mal im Jahr. Und die spielen das alle 5 Jahre einmal vielleicht. Und Sie beginnen ja alle im Staatsopernorchester. So ist es. Wir haben eine ungeheure Literatur. Wir haben ungefähr, nach ein paar Jahren können wir 50 verschiedene Opern spielen und haben doch ein Konzertrepertoire auch. Das ist schon alles da. Vielleicht haben die Berliner ein größeres Konzertrepertoire, absolut, weil wir doch weniger Konzerte als Ganzes haben. Aber jetzt war dann, also Fliegender Holländer in Salzburg, aber in Wien war die Osterwoche, da war dann Parsifal und weiß ich was alles. Da musste man auch da sein und dann war es wirklich ein paar Mal so, ich habe dann am Nachmittag eine Probe noch gehabt bis am Abend in Salzburg. Dann bin ich nach Wien gefahren mit dem Auto und in der nächsten Vormittag hatte ich eine Probe in Wien auf Parsifal. Dann bin ich aber wieder nach der Probe nach Salzburg, weil dort war am Abend eine Vorstellung, sagen wir, für den Holländer oder für was oder eine Bruckner-Symphonie. Also ich bin manchmal wirklich jeden Tag Salzburg-Wien und das müssen Sie sich vorstellen, das war 1975, 77. Naja, nicht? Unglaublich. Das war schon, die Autobahn war schon, aber es war schon ich traute mich das einfach körperlich gar nicht mehr zu, nicht, dass ich das tue. Ja. Und dann hat der Marcel sogar ein Konzert in Salzburg damals dirigiert und hat gesagt, sagen Sie, Herr Schmiedl, ich verstehe jetzt, Sie haben doch gestern in Wien mit mir gespielt, wieso sind Sie jetzt wieder da? Ich konnte es gar nicht glauben. Nein, kommt das nicht, das habe ich gesagt, also geht es hin und her. Nein, aber das war ein großes Erlebnis für mich, überhaupt mit den Berlinern spielen zu können. Ja. Es hat mir prestigemäßig sehr viel geholfen, auch, muss ich sagen. Aber es war auch eine Bereicherung, eine ungeheure Bereicherung, weil man sieht, beide Orchester sind in der hohen Klasse und spielen doch ganz anders. Ja, ganz eben. anders. Ja. Also es ist der Bläserklang schlanker, der für manche, gerade sinfonische Literatur, sehr gut passt. Während bei uns ist der Bläserklang, ich sage jetzt ehrlich, für eine Wagner-Oper oder für so etwas voller. Es geht mehr, also da geht das irgendwie, der Saal geht auf, die Oper geht, da passiert irgendwas Besonderes. Aber in Berlin ist dafür wieder, es wird sehr, sehr genau gespielt. Ja. Und zu der damaligen Zeit, ich muss es sagen, war das Verhältnis der anderen Kollegen zu denen, also innerhalb der Kollegen, war ein entspannteres und ein eleganteres. Bei uns sind manchmal, wenn irgendwas nicht gegangen ist, ich spreche jetzt nicht von mir, aber wenn etwas nicht gegangen ist bei irgendeiner Stelle, bei den Geigen oder so, ist ein bisschen herausgekommen, naja, also was ist denn hier jetzt? Also, hast du das nicht geübt oder es geht ja nicht. Ja, die Ungeduld. Das hätte man in Berlin nicht gesagt. Ja. In Berlin hätte irgendwer dann vielleicht gesagt, schauen Sie mal, das können Sie noch üben ein bisschen, nicht? Aber das macht nichts, das war sowieso sehr gut. Nein, das käme dort. Das war dort war mehr Disziplin, absolut. Es war Disziplin auch innerhalb des Orchesters. Aber eines muss man verstehen, auch, ich weiß auch warum. Die hatten einen Chef. Und wenn man einen richtigen Chef hat, gehen alle Aggressionen im Orchester gegen den Chef. Ja, ein gemeinsamer Feind. Ja, ist ja völlig klar. Ja. Sie sind eine Gruppe, eine gemeinsame Gruppe, die halten irgendwie zusammen, nicht 100%ig, da gibt es ja immer so Ausbrecher. Aber dann, dort ist es. In Wien, wir mussten uns selber klären, selber reinigen. Also in Wien ist nicht einer gekommen, der dann gesagt hat, ja, also dieses zweite Horn ist nicht gut. Nein, das hat ein großer Dirigent gar nicht gesagt, der hat sich mit dem Orchester vielleicht verscherzt, das hätte er sich gar nicht getraut. Sondern das musste vom Orchester selbst gereinigt werden. Nicht? Ah, ja. Und dadurch war vielleicht das in Wien auch ein bisschen ruppiger, ich möchte es ruhig so sagen. Ja. Aber auch vielleicht im positiven Sinn. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es so
so bösartig war, sondern man hat müssen innerhalb der Jagdgruppe, was eine Jagdgruppe ist, schauen, jetzt mach's besser, weil dann das verpatzt uns da, diesen Elch wollen wir erlegen, nicht? Ja. Während dort war jetzt so der große Förster, Oberförster, wo man dann, verstehst du, in Berlin vielleicht gesagt hat, das ist ein Trottel, nicht, wir halten zusammen, das machen wir gegen. Ich übertreibe ein bisschen. Ja, natürlich, aber das so ist es Prinzip schon. wird klar. Ja. Und ich habe natürlich in Berlin vor allem die Stücke spielen können, die ich gut gekannt habe. Ich war schon 15 Jahre im Orchester bei uns. Ja. Und also ich hätte mich nicht getraut mit irgendetwas, ich sage jetzt was mit einer vierten Sibelius, was wir selten in Wien hatten und ich vielleicht gar nicht gespielt habe, das hätte ich mich dort nicht getraut. Ja. Aber dieses Repertoire, was ich von Wien gewusst hatte, gekonnt habe, das habe ich gern dort gespielt und ja, waren auch manchmal ein paar neue Stücke, aber das war dann auch für die Berliner neu. Das ist egal, nicht? Ja. Aber wenn etwas ist, was sagen wir, die Berliner alltäglich spielen, wie, ich weiß nicht, jetzt Rachmaninow Klavierkonzert und wir haben es alle 10 Jahre und dann kann es passieren, dass man in Wien das an dieses Konzert nicht trifft, nicht? Ja. Und dann kennt man es nicht, also das ist klar. Und dort haben die schon ihre Literatur alle gekannt, auch die Orchesterliteratur, so wie wir in Wien die Opernliteratur alle kennen, nicht? Das sind die Stücke, die da sind. Aber es war schon manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber ich habe keinen Widerstand von den Berlinern gegen mich gefühlt. Ich habe das nicht gefühlt. Ja. Es haben mich sehr viele gelobt und manche haben nichts gesagt. Das waren wahrscheinlich die einem nicht gelobt hätten. Aber sie haben es nicht ausgesprochen. Aber ich habe ein Angebot damals gehabt, dass ich auf ein Probejahr eingeladen bin, zu den Berlinern zu kommen. Also ich hätte können dort wie alle, also quasi wie ein gewonnenes Probespiel und dann ist halt ein Jahr, wo man nach einem Jahr sagt, wollen wir den wirklich oder nicht. Aber so weit wäre ich gewesen. Der Karin hat auch gesagt, schauen Sie, überlegen Sie sich doch, schauen Sie, da bin doch ich und Sie spielen doch mit mir da viel mehr als in mir. War schon schön, aber es hat dann andere Gründe. Aber er war dann auch nicht böse auf mich, das möchte ich nicht sagen, das war nichts. Und ich habe ihm das auch genau erklärt, um was es da geht. Ja. Nicht erklärt, dass er schon ein gewisses Alter hat, wo ich fürchte, dass in 5 Jahren vielleicht nicht mehr ist. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Gibt es irgendein Konzert oder eine Aufnahme, ich nehme mal an, es ist ein Konzert, das Sie so als besondere Sternstunde in Erinnerung haben? Darf ich Ihnen sagen, also eine ganz besondere Sternstunde war ein Boris Godunov in Salzburg 1965. Ich war ganz neu und das war ja eine fantastische, ich weiß, Sie sind zu jung, Sie haben das nicht sehen können, aber das war eine fantastische Produktion, wirklich. Also das war vielleicht die größte Opernproduktion, die ich von Karajan erlebt habe. Da hat er vieles andere auch gemacht, Rosenkavalier und Othello und Don Carlos und Figaro und weiß Gott was alles. Aber da ist er aufgegangen in dem, es war gar keine so schon bekannte Oper, aber nicht so, hat nicht zu den 10 Opern des Opernpublikums gehört. Ne? Das hat mich beeindruckt, aber weil ich besonders jung war, neu und das war fantastisch. Es hat ihm auch niemand nach. Wir haben es oft später auch gehabt, mit großen Dirigenten, auch in Wien, diese Oper, in verschiedensten Fassungen. Aber so wie damals habe ich es nie wieder erlebt. Ich muss es sagen, die Gesamtproduktion. Ja. Nie wieder erlebt. Und dann gibt es, ich muss es jetzt leider sagen, weil es nicht mit den Wienern, sondern mit den Berlinern war, wir hatten einmal im Théâtre Champs-Élysées in Paris eine 6. Tschaikowski mit ihm, hatte ich vorne gespielt und ja, das ist immerhin eine Symphonie, wo die erste Klarinette viel zu sagen hat, sagen wir ruhig so, nicht? Ja. Das war vielleicht mein größtes Konzert mit Karajan, muss ich jetzt sagen. Also das war schade, dass das nicht mit den Wienern war, es war halt mit den Berlinern, aber das Ganze dort war ein ungeheures Erlebnis. Ich bin wirklich nach Hause gegangen und habe gedacht, na ich war damals vielleicht 40, aber was soll jetzt noch kommen? Was wird das noch einmal überhaupt noch was besser, nicht? Es gibt aber von jedem Dirigenten, ich habe auch 7. Bruckner in der Kathedrale von Gand, also in Belgien, habe ich auch mit dem Karl Böhm einmal das erlebt, war auch so eine Sternstunde. Es gibt immer, mit Bernstein hat es das auch gegeben und mit jedem, auch mit Anancourt und auch mit Meta und mit Mutter und wie alle sie sind. Gibt es auch immer etwas, wo ich sage, das war es jetzt, so gut mit ihm jetzt nie wieder. Aber es ist auch eine Sache des Einzelnen. Das war nicht nur eine Sache von ihm, sondern wie ich in der Stimmung wahrscheinlich war. Es muss alles zusammenstimmen. Wie ich fasziniert wurde. Ich muss aber das ganz kurz noch sagen, vielleicht ist das nur lustig, aber in Salzburg bei den Festspielen hat er dirigiert
ich glaube Othello oder irgendetwas. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Oper es war. Auf jeden Fall, nein, Entschuldigung, Aida war es, jetzt weiß ich. Ah ja, ja. Aida. Und wir sitzen doch ganz an der Rampe, nicht? Also wir sitzen, da sitzt dann noch die zweite oder eine Bassklarinette und da ist eine Rampe und da ist die erste Reihe der Konzertbesucher. Und diese erste Reihe ist besonders begehrt, je näher sie bei dem Dirigenten ist. Weil im Grunde ist es ja so, dass wer hier sitzt und der Dirigent dirigiert schon hier, also fast auf Tuchfühlung, man könnte ihm angreifen. Nicht? Ja. Und er hat dann also irgendwie da eine Stelle gezaubert in der Nila-Szene oder irgendetwas ganz Spezielles. Da war eine Dame, die ist dazu gesessen, hat ihm so angehimmelt, also man hat ja sowieso nur also den Kopf hinten und den Oberkörper gesehen und hat in einer ganz leisen Stelle, die jetzt eigentlich, was wie eine Generalpause, hat sie mittellaut gesagt, so etwas von begnadet. Und in dem Moment ich bin ja auf 3 Meter gesessen, dreht sich der Karajan zur Seite und macht so quasi, jetzt hat es einmal wer verstanden. Aber es war so herrlich, weil es haben die Leute alle hingeschaut, die haben alle gesagt, was ist denn jetzt? Das haben ja nur, doch, das gehört, die ersten 5, 6 Reihen haben es gehört. Aber er war glücklich, in seiner Art bestätigt und quasi, das hat er noch nie von jemandem so nahe gehört. So irgendetwas war aber wunderbar, wunderbar. Ja, aber das kriegt man auch normalerweise Nein, nicht das so während einer Vorstellung, nein, so es aus ist dem ehrlichen richtig, ja, Emotionen Nein, sie war heraus. wirklich, die war so beeindruckt. Früher hätte man gesagt, die Tränen sind einem gekommen, aber sie war im höchsten Glück. Also Schön. wirklich, aber er war auch ein fescher Mann, immer, das muss man sagen, bis ins hohe Alter. Er wusste genau, wie die Frisur sein muss und was er für, ich glaube, 100 Pullover gehabt, jeden Tag einen anderen. Und das war schon, es war auch sein Aussehen. Also er wusste mit seinem Aussehen gut umzugehen, sagen wir Ja. so. Das war, Und auch mit seinem Blick. ja, auch mit dem, nein, deswegen sage ich ja, die Augen aufzumachen war schon wichtig, ich finde. Er hat ja später dann wieder die Augen aufgemacht. Es kann sein, dass er Probleme hatte mit den Augen, mit den Kontaktschalen und sowas, das hat er ja sicher gehabt. Ich habe ihn nie mit einer Brille gesehen. Aber vielleicht war es auch dass dieses scharfe Licht, das dann gekommen ist für die TV-Aufnahmen und so Filme, Ja. das hat ihm vielleicht, ist das schlecht gegangen, deswegen war vielleicht auch einer Gründe, dass er die Augen geschlossen hat. Er hätte das nicht zugegeben. Es hat ja dann so gewirkt, wie er ist in anderen Sphären und da schließt man ihm die Augen nicht. Vielleicht hat er es auch gut genutzt. Ja, lass die Musik allein wirken. Aber er war schon auf Optik aus. Ich weiß, in seinen letzten Jahren, haben wir ja wieder in Wien gehabt, nicht? Da war mit Ja. in Berlin dieses Zerwürfnis, kann man ruhig sagen. Und die haben, mein Gott, ja, das war halt ein bisschen, das hat sich abgenützt nach Jahrzehnten, dieses Verhältnis Karajan-Berlin, das muss man auch verstehen. Und dann haben wir mit ihm gehabt, ich glaube, es war auch eine Tschaikowski-Sinfonie oder irgendetwas. Und da war er auch im Regieraum, das hat ihm immer gefallen, da musste er dabei sein. Das war ja, er hat ja Regie geführt, nicht? Ja. Er hat ja auch, da hat es zwar einen Fernsehregisseur gegeben, dieser Brian Large oder wie eben, das waren ja große Ja. Leute schon. Aber er wollte das sein. Und da kann ich mich noch erinnern, bei einer Szene mit 4 Fagotten, da waren 4 Fagotte, da hat ihm gestört, dass halt einer das Fagott ein bisschen mehr so hält und der andere so. Und dann hat er gesagt, schauen Sie, können Sie nicht, das ist doch lächerlich, Sie können doch bitte die Fagotte alle gleich halten. Natürlich Ja. haben sie bei uns dann gesagt, ja, auf das wird es doch nicht ankommen. Nicht? Nein, für den Film ist ihm auf das angekommen. Nicht? Es war eher Ja. eine Playback-Sache, also man wurde keine Musik, die Musik wurde schon vorher aufgenommen. Nicht? Ja. Aber ich sage nur, das hat ihn interessiert, das war ihm wichtig. Auch, er hat ungeheuer viel für die Verbreitung also für die Verbreitung der klassischen Musik getan. Ungeheuer. Ja. Das war, also ich kenne in der ganzen Welt nur 2 Leute, die das so waren, und das war der Bernstein, auch mit seiner, wie soll ich sagen, ungeheuren Musikalität, für den war Musik alles, und die Show, die er gemacht hat, war keine Show, sondern das sprudelt aus ihm heraus. Ja. Das ist wie bei einem... Ganz authentisch. Ja, es ist wie bei einem großen Komödianten, der will ja gar nicht nur lustig sein, sondern das kommt aus ihm so und dann ist es so. Ja. Und das war während der Karajan hat schon gewusst, wie er das verkaufen will, nicht ganz genau. Nicht nur, ich mache gute Musik sondern er wollte einfach, er war überzeugt davon, so macht man es. Aber nicht nur aus musikalischen Gründen, Musik war eine Basis, das musste schon in der hohen Qualität sein, absolut. Also da hat er nicht gerne was durchgehen lassen, nicht? Weil da waren so Sachen wie, ich muss es jetzt sagen, ich sage auch nicht, in welchem Orchester das war, aber wo irgendwer
auf irgendeinem Instrument das nicht richtig herausgebracht hat und er dann gesagt hat, ja schauen Sie, ich meine, machen Sie es doch noch einmal, das werden wir doch schaffen, machen Sie es doch lächerlich direkt. Na, dann ist es wieder nicht gegangen und dann hat er es einmal lassen und dann hat das gestört, was da gekommen ist von irgendjemandem und dann hat gesagt, schauen Sie, ich sage Ihnen ehrlich, die Leute gehen wegen mir ins Konzert, lassen Sie es überhaupt weg. Das stimmt aber nicht. Nein, das war, also er wollte dann nicht, dass etwas so stört, aber es war ein Unvermögen von irgendjemandem. Ich sage es, also es war nicht so, dass es die Interpretation nur gestört hat, das ist was anderes, nicht? Weil die Interpretation, wenn sie gestört hätte, wer hätte anders reagiert. Aber sondern er hat dann mehr oder weniger, er wollte das Störende nicht weg, da fallen es halt raus, es hört eh niemand. Auf die Art, nur wer hört das schon, nicht? Sagen wir jetzt ja ehrlich, nicht? Weil bei der Interpretation war er wie alle, die dann gesagt haben, ach wunderbar, wie Sie das spielen, herrlich, aber könnten Sie noch ein bisschen das Decrescendo später machen? Und dann macht man es später und dann sagt es was wunderbar. Es ist viel besser, aber es ist jetzt zu viel Decrescendo. Dann macht man es ein bisschen weniger. Jetzt ist es sehr gut, aber den Akzent haben Sie vergessen. Aber er stört mich nicht. Lassen ihn weg. Gefällt er Ihnen nicht? Dann lassen Sie ihn doch weg. Mir würde es gefallen. Und dann kommt man drauf, so nach ungefähr 3, 4 Mal. Es hat ihm überhaupt nicht gefallen am Anfang. Überhaupt nicht. Das hat er nur nicht sagen wollen. Denn er wollte alles anders. Aber anstatt zu sagen, nein, ist nicht gut, machen Sie so und so, das wollte er nicht, weil dann kommt auch bei jedem Musiker ein bisschen, ja, wieso gefällt es ihm nicht? Ich spiele immer Aber das so. finde ich jetzt sehr interessant, Nein, dass er da wunderbar. offensichtlich sehr diplomatisch Ja, daran wunderbar. gegangen Ja, ist. Und wunderbar. dadurch hat er auch das Maximum Ja, herausgeholt. wunderbar diplomatisch. Wunderbar. Und wenn es wirklich gekracht hat, dann hätte es gekracht. Aber ich habe nicht erlebt, sage jetzt ganz ehrlich, was ich bei anderen Dirigenten gesehen habe, dass er von irgendjemandem gesagt hat, wenn der spielt, will ich nicht dirigieren. Das hat es immer gegeben, solche. Ich habe das bei ihm nicht erlebt. Man hat schon bemerkt, dass manche Musiker nicht gerne mit ihm spielen und man hat auch gemerkt, dass er die nicht unbedingt will. Aber es kann dann sein, dass beim nächsten Konzert halt der nicht dort gesessen ist, aber er hat nicht intrigiert, hinten den will ich nicht oder warum schicken Sie mir den. Das war es nicht. Bei anderen, ich sage der gottselige Karl Böhm, dann, der immer gesagt hat, es kommt wieder ein neuer, ich meine, das ist schrecklich, ständig sind neue Gesichter, ich weiß gar nicht, dann schaut er nicht her. Das waren lauter so Sachen, ich sage es gerade beim Böhm, bei Böhm musste man lange, wie soll ich sagen, gut spielen und mit ihm auch, also versuchen, ihn für sich zu gewinnen. Dann hat er dich geliebt. Dann warst du einer von denen, die liebt. Das wissen wir ja nicht. Aber am Anfang war es schwer. Große Leute, Wolfgang Schulz zum Beispiel, war ein großer Flötist bei uns, ist vor ein paar Jahren gestorben, war vielleicht wirklich ein ganz großer Mann. Aber da hat er auch am Anfang nur genörgelt, bei mir auch. Das zu früh, zu spät, schau's doch her. Das war beim Karajan nie. Der hat viel größeres Vertrauen in die jungen Musiker gehabt. Er war auch irgendwo, hat mehr Selbstsicherheit gehabt, der Karajan. Der hat schon, Selbstsicherheit hat er gehabt. Er hat, glaube ich weiß nicht, ob er je gezweifelt hat an dem, was er macht. Was ja doch viele tun, auch gerade große Künstler, nicht? Ja. So wie der Verdi, der dann eine Oper wie König Lear komponiert und sie wegschmeißt, nicht? Weil er findet, das ist nicht er. Ich glaube, das hat er nicht. Da war eben dann etwas nicht ganz so, aber das war schon, so ist es eben aus. Er hat das akzeptiert. Er hat mit der Menschlichkeit leben können. Nein, aber es ist interessant. Ich kenne zum Beispiel jetzt, ich will jetzt diesen Namen nicht nennen, einen noch lebenden Dirigenten, der auch der hohen Klasse, der mir dann einmal gesagt hat, schauen Sie, Herr Schmiedl, diese vierte Tschaikowski von dem Karajan mit Ihnen, also mit dem Wiener Philharmonikern, die ist, sagt man, ist so gut, aber im letzten Satz fehlt eigentlich ein Takt. Da fehlt ein Takt, der ist gar nicht da. Hat den Karajan das nicht gestört? Also bei mir käme so eine Platte nie, also auf das würde nicht viel lesen. Aber das kann schon sein, dass dieser Takt fehlt, das hat niemand gehört. Also er hat es natürlich gehört, das ist auch großer Dirigent. Aber es gibt so Leute, die nicht verstanden haben, ja, was ist denn an dem Kleiber so gut oder an dem Karajan? Und der Bernstein hupft nur so. Also es gibt Leute, die das gesagt haben. Aber das ist ja ein großer Fehler, den viele Künstler überhaupt machen, dass das, was sie auszeichnet, sie als Prämisse sehen für alle anderen. Aber dass die anderen vielleicht genau das nicht bringen, was einem selber wichtig erscheint,
aber dass die vielleicht was anderes bringen, was man selber gar nicht hat. Und eines ist, glaube ich, schon Das ist- fix, dass im Karajan es immer um das große Ganze gegangen ist. Auch, Oder? ja. Obwohl er, ist interessant, weil Sie das jetzt sagen, Ja. obwohl er dann oft getiftelt hat mit 20 Takten hat er herum. Also das noch einmal und die Geigen könnten ein bisschen weicher klingen und jetzt ist ein kleiner Akzent und das war alles. Aber es war ihm dann, als letztes, war ihm das Große das Wichtige, nicht? Er wollte nur, dass jeder die höchste Qualität herausholt. Nicht? Ja. Das war, also ich möchte nicht sagen, sowas kommt nicht mehr, aber das hat man schon gesagt, wie der Furtwängler nicht mehr war, der Toscanini Ja. nicht mehr war. Ich habe die zwei nicht erlebt. Ich habe dann noch den Knappertsbusch einmal erlebt, Gott sei Dank. Ja. Aber das war eine andere Zeit auch. Aber es bringt jeder Seines und jeder auch Großes von diesen ganz Großen. Nur, es soll heute auch ein Junger nicht über irgendeinen urteilen, der vor 50 Jahren ein Großer war, Ja. weil vielleicht versteht er es nicht. Also das ist ja die große Gefahr, dass auch heute die Dirigenten können alle viel mehr, rein vom Technischen, viel mehr. Ja. Also dass halt sich wer irrt, auch in einer komplizierten Partitur, Sacre du Printemps oder auch, ich weiß nicht, Elektra, das kommt kaum vor, ein Ja. Irrtum. Aber damals war das schon, da hat es große Dirigenten gegeben, auch Karajan. Nur Rosenkavalier war nicht so, wenn es sehr kompliziert wurde, 3/4, 4/4, 5/4, dann war irgend so etwas und such dir deins, das war schon Ja. nicht. Aber das hat nichts gemacht, das war schon, so was. Heute sagen dann viele Leute, na, der konnte ja gar nicht dirigieren. No, so ist Ja. es nicht. Aber der hat schon Dinge gebracht, er konnte schon dirigieren, bitte. Er konnte schon. Und er konnte auch mit seinen Händen und mit seiner Körpersprache und seinem Ausdruck im Gesicht Dinge ausdrücken, Dinge zeigen und es übertragen auf das Ja. Orchester. Natürlich gibt es Dirigenten, die sagen, es ist schwierig, ich kann doch nicht, das sind jetzt 80 Leute, die haben jeder ein bisschen eine andere Emotion. Was mache ich mit meiner Emotion? Das ist auch eine von 80, nicht? Also es gibt dann Leute, wirklich Dirigenten, die sagen, nicht so emotional dirigieren, weil sonst verwirre ich manche. Manche stimmen überein mit der Emotion mit mir und manche vielleicht nicht. Und also ich glaube schon, dass ein gewisses Maß an Emotion muss schon gezeigt werden, auch vom Dirigenten. Es muss zum Stück passen. Aber gewisse, natürlich ausflippen, das soll es nicht. Also ich meine, das war schon beim Bernstein, muss ich sagen, manchmal mit seiner, wie man gesagt hat, er hupft zu viel, dann war das vielleicht schon zu viel. Das kam echt aus ihm heraus, absolut. Ja. Ja. Aber vielleicht war das gar nicht mehr so gut für das Stück und auch nicht mehr für die Musiker, nicht? Und beim Karajan war das schon sehr, sehr geordnet alles, sehr geordnet. Der wusste ganz genau, was er tut und was er nicht tut. Also, aber vielleicht auch aus Begabung heraus. Also schwierig zu sagen, jetzt war das der Intellekt oder was der Bauch, Ja. sondern beides. Nicht? Ja. Er hat, Gehört wahrscheinlich auch beides dazu. ja, zu einem eben, er hat Großen. Vertrauen zu sich selber schon gehabt. Und Ja. er hat ja auch Dinge, die es vielleicht nicht ganz war, wie sagen wir die Vorklassik und Bach, das hat er schon gemacht, weil er es auch geliebt hat manchmal. H-Moll-Messe oder so etwas. Aber vielleicht war das doch nicht der Zugang zu dieser Musik, war es nicht ganz bei ihm. Das hat er auch wenig gemacht. Ja. Und Aber- wo haben Sie das Gefühl gehabt, da ist er jetzt absolut in seinem Element? Ja, das war Was absolut, ich sage ganz ehrlich, das war die deutsche Romantik und auch italienische Romantik, Ja. aber das war das romantische Zeitalter. Das war bei ihm das Beste. Beethoven war schon gut Ja. und meines war alles gut, wie von einem sehr guten, wenn Sie sehr gut wohin essen gehen, gibt es aber Spezialitäten, die isst man nur dort, nicht? Ja. Das andere kocht er auch gut. Ja. Und das war bei ihm auch, also dass ich sage, dass also die romantische Seele, ob das jetzt Wagner war oder auch noch Brahms, aber zum Beispiel, schauen Sie, Mahler hat er sehr wenig dirigiert, nicht? Das Ja. hat ihm, Aber Bruckner ist ihm Bruckner schon war sehr schon, ja, gelegen. Bruckner, das war schon seins. Aber Und Strauss? und Strauss sehr gut. Strauss Ja. schon sehr gut, ja. Das ist ja auch ein Romantiker. Dieses Strauss Ja. ist ein Romantiker, aber es ist ja Mahler auch ein Romantiker. Aber man soll ihm nicht jetzt vorhalten, dass es aus politischen oder rassischen Gründen, dass er Mahler nicht gewollt hat. Das stimmt sicher nicht. Das stimmt Nein. sicher nicht. Sondern er hat vielleicht genau, was man ja jedem vorwerfen kann. Man kann doch dem Verdi vorwerfen, da sterben im Macbeth die Leute,
einer danach dem anderen und du hörst, das hörst du bei Verdi, nicht? Und dabei sterben Hunderte. Ja. Dann sagt man, ist eigentlich, ich meine, passt das? Und das war vielleicht beim Mahler auch, dieses Epigonale beim Mahler manchmal, dieses triefende, gläubige, was der Bernstein so konnte, was aber vielleicht ein bisschen zu viel manchmal für viele Seelen ist. Also man muss sich dann in diese Richtung begeben, muss sagen, der Mahler wollte es so nicht. Aber und vielleicht war ihm das ein bisschen suspekt, das hat er nicht geglaubt. Er konnte nicht nachempfinden. Nein, er konnte eben, aber nicht, dass er ihm abgelehnt hat. Er hat, glaube ich, sogar die 9. Mahler hat er ja dirigiert. Aber ich weiß nicht, schauen Lied Sie. von der Erde hat er auch. Ja, auch, aber es war nicht der viel Mahler dirigiert hat. Das war nicht ganz seine Welt, sagen wir ruhig so. Aber das muss man verstehen. Auch noch lebende Dirigenten, die können entweder alles und nichts ist besonders. Ja. Oder sie können manches sehr gut und gewisse Dinge, die sie auch machen, sagt man, warum macht er denn das gerade? Und mir hat so gut gefallen, einmal bei Muti zum Beispiel, den hat man angetragen, habe ich gehört, in Salzburg Rosenkavalier zu dirigieren. Ja. Natürlich, das war nach dem Karajan, nach der Zeit schon, Muti, Rosenkavalier, das könnte ja fantastisch sein. Und er soll gesagt haben, naja, also die Diktion der Sprache, das Ganze, das ist nicht meine Welt. Also er hat mehr oder weniger gesagt, ich mache es nicht, aber nicht, weil mir das nicht gefällt, sondern vielleicht passe ich nicht ganz hinein. Nicht? Ja, das ist schön. Und das finde ich, habe ich wunderbar gefunden, wirklich wahr. Und man soll auch jetzt aber jetzt meine ich nicht technische Grenzen, sondern man soll die Grenzen, die der eigenen Seele nicht entsprechen, die soll man schon erkennen. Also das soll man schon sagen, ja, ich mache das schon, aber vielleicht nicht bei den Salzburger Festspielen. Nicht? Also ich bin überzeugt, wenn man ihm gesagt hätte, ja, wollen Sie nicht, ich weiß jetzt was, in Parma. Nicht? Ja. Sagt er, wunderbar, also würde mich interessieren. Ja. Aber vielleicht gerade dort, das ist dann zu heilig dort vielleicht für manche Leute, um das zu dirigieren. Nicht? Das ist auch, Bernstein hat das gemacht. Also Bernstein, das war auch seine Musik. Nicht? Ja. Bernstein hat zum Beispiel mit jetzt sagen wir mit Rosenkavalier, da ist er nach Wien gekommen, um zu sagen, ich mache den Rosenkavalier in Wien, weil die Wiener müssen es wissen, wie es ist. Das ist ja eine Wiener Musik, nicht die ganzen Walzer, die da sind, Strauss. Und der hat sich das dann viel mir nach Neujahrskonzert vorgestellt, als es wirklich gekommen ist. Hat manchmal dann ich weiß, Bernstein hat gesagt, beim Rosenkavalier machen wir, jetzt komme ich nach Wien, warum machen Sie denn das jetzt nicht so, wie ich glaube, dass es in Wien sein muss? Also er wollte das noch mehr wienerisch. Und das war beim Karajan, der konnte italienische Oper fantastisch, bitte, das war hinreißend. Italienische Oper, auch Fidelio. Mozart kann man ihm vorwerfen, dass es vielleicht, es hat nicht jedem gefallen, aber das war schon eine Art. Ich kann mich erinnern, auf Figaro in Salzburg, das war alles so Parlando auf der Bühne, nicht? Die Musik war wichtig, aber es war ganz ein anderer Stil, aber schon spannend, spannend. Ja, das war, wenn man das schon, und man hört ja immer heute dasselbe. Schauen Sie, wenn Sie in die Oper gehen, alle Opern der Welt haben ein ähnliches Repertoire, nicht? Und man muss ja, wenn Sie heute wirklich, ich sage jetzt was, den Prophet von Meyerbeer hören wollen, müssen Sie vielleicht, ich weiß jetzt nicht, nach Mexico City fahren, aber man bringt das nicht. Also Sie haben schon, also mir geht es halt so, je mehr man Karajan hört, desto stärker erkennt man diesen Stil. Man weiß einfach, das ist ein Karajan. So und das ist vielleicht heutzutage nicht mehr so. Ja, so ist es. Es ist weniger also es war damals nicht so austauschbar. Er ist auch noch immer, so viel ich jetzt informiert bin, der CD-Verkauf und das geht ja wahnsinnig zurück aus verschiedensten Gründen, ich möchte nicht darauf eingehen. Aber wenn man wohin greift, kauft man doch noch zu der Karajan-CD. Ja. Verstehen Sie, wenn Sie heute sagen, ach, ich möchte jetzt eine 7. Beethoven und da gibt es jetzt 30 am Markt, auch mit großen Dirigenten, dann gibt es heute auch ein paar neue, die man, ich möchte jetzt keine Namen nennen, die man auch hingreift, aber auf Karajan auf jeden Fall nicht. Das ist es klar. Oder ich weiß jetzt nicht, italienische Oper. Oder Bohem, ne? Das ist doch... Es ist doch ein Garant gewesen für eine Qualität. Es war ein Garant, dass ich jetzt das muss schon stimmen und gut ist es auch und dann habe ich eine CD von Karajan wieder zu Hause. Auch das ist es, nicht? Das ist es doch. Dass man stolz selber ist darauf, dass man ihm nahe ist ein bisschen. Und das war schön bei ihm, das waren wir ja auch immer. Also bei uns haben sich schon dann, wie er wieder gekommen ist in den 80er Jahren, die Kollegen sehr gerissen, mit ihm spielen zu dürfen auch. Nicht? Ja, das ist jetzt fast so ein schönes Schlusswort. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Schmiedl, es war mir so eine Freude. Schön, danke. Schön,